was du in diesem Video lernst, kann so fett klingen. Und es ist der 4. Teil meiner 6-wöchigen Challenge oder in 6 Wochen zum Meister am Klavier. Die Links dazu, weitere Infos zur Challenge findest du hier unter dem Video. Und jetzt geht's los. Willkommen zu diesem Video und in diesem Video zeige ich dir, wie du in wenigen Minuten wie ein Profi klingst. Und das kann ich in diesem Video wirklich versprechen, weil es nämlich technisch einfache Sachen sind, also Dinge, die für deine Finger einfach umzusetzen sind. Und zwar bedienen wir uns heute des weltbekannten Doppelungseffektes. Der Doppelungseffekt ist ein Effekt, der bei nahezu jeder Musikproduktion bei ganz vielen Aufführungen verwendet wird. Und zwar heißt es einfach, dass eine Sache, ein Ton mehr als einmal verwendet wird. So, sehr gutes Beispiel ist es, vielleicht hast du es schon mal gesehen, am Sinfonieorchester. Wie viele Leute sind da? 1 oder 2? Nein, bei einem richtig großen Orchester sind da 50, 60, 70, vielleicht manchmal sogar über 100 Musiker, die da mitspielen. Und wenn die alle zusammenspielen, klingt es gigantisch. Und das ist das, was wir heute am Klavier machen. Übrigens bei jeder Pop-Produktion, auch bei jedem Chart-Hit, auch wenn du denkst, du hörst nur eine Stimme vom Sänger, wenn du ganz genau zuhörst, hörst du immer mehr als eine Stimme. Die Stimmen sind immer gedoppelt, manchmal 4, 5, 6-facht. Ja, obwohl es die gleiche Stimme ist. Am Klavier machen wir das einfach, indem wir das C nicht einmal spielen, sondern 2-mal, 3-mal, 4-mal, so oft wie möglich. Und schon klingt das ganz anders. Wir fügen weitere Töne hinzu. Und bei einem C-Dur-Akkord, diesem hier zum Beispiel, C, E, G, wir der linken Hand das C, fügen wir einfach mal folgende Töne hinzu. Das G soll schon oben bleiben, weil das irgendwie jetzt hier, das beeinflusst den Klang am meisten. Das ist in gewisser Weise die Melodie jetzt gerade. Aber das G können wir zum Beispiel doppeln, hier unten. Und schon klingt es nicht mehr so, sondern so. Klingt schon ein bisschen fetter, ne? So, in der linken Hand hatten wir das C, auch das doppeln wir, spielen wir in der Oktave, dann klingt das Ganze schon mal so. Hier müssen wir natürlich den Fingersatz ändern, Zeigefinger, Ringfinger, kleiner Finger zum Vierklang. Und jetzt nehmen wir noch den Mittelfinger, den legen wir aufs D. Und jetzt spielen wir mal. Und guck mal, wie jetzt der C-Dur-Akkord klingt. Er hat die gleiche Funktion. Ja, also nicht irgendwie. Guck mal, diese klingen ja schon irgendwie ganz anders. Auch das sind alles C-Dur-Akkorde. So, allerdings, die Funktion wollte ich beibehalten. Allerdings viel fetter spielen. Die Funktion ist die gleiche, die Aufgabe, aber der Akkord klingt viel fetter. Und wir haben einfach ein paar Töne gedoppelt. Das C gibt es 3-mal, das G 2-mal, das E nur einmal und das D hier. Guck mal, den Ton können wir immer bei Dur und auch bei Mollakkorden hinzufügen. Der zweite quasi, 1, 2, der zwischen den beiden liegt. Beim A-Moll-Akkord wäre das H. Beim E-Dur-Akkord, Achtung, ist es das Fis. Ja, deswegen habe ich den gerade mal als Beispiel genommen. Immer ein Ganzton über dem Grundton, der Ton. Den kann man immer dazu machen, wenn du Akkorde noch voluminöser, noch fetter gestalten möchtest. Ja, und das ist schon letztendlich einer wirklich der Profi-Tricks, wieso auch sehr viele Leute mal zu mir gekommen sind, wenn ich irgendwo gespielt habe oder irgendwie spiele in der Bar. Die sagen, sag mal, wieso klingt das bei dir so fett? Ich spiele auch ein bisschen Klavier, aber bei mir klingt das irgendwie nie so richtig cool. So, und das ist einer der Gründe. Wenn du einmal die Akkorde oder den Akkord hier so fett spielen kannst, kannst du ihn nicht nur hier spielen, du kannst die linke noch eine Oktav tiefer spielen. Das klingt nochmal gewaltiger. Und dann machst du das gleiche, eine Oktav höher, hältst das Pedal gedrückt, nochmal eine Oktav höher, nochmal eine Oktav höher. Und wenn du das noch schneller machst, klingt es einfach gigantisch.
check mal die Links unter dem Video zu den anderen zu den anderen Videos dieser Challenge in 6 Wochen zum Meister am Klavier. Wie gesagt, das heißt nicht, dass du alles am Klavier spielen kannst, aber definitiv ein paar coole Profi-Tricks abstauben kannst. Also, check mal die Links jetzt aus, würde mich sehr freuen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ach so, ich freue mich natürlich immer, wenn du hier diese Challenges-Videos irgendwie teilst bei Facebook, WhatsApp, Twitter, wo auch immer. Ja, würde mich sehr freuen natürlich, wenn viele Leute hier bei dieser Challenge mitmachen. Also, bis dahin, vielen Dank. Ciao.